Frau Schepper, Sie erlebten im Alter von 20 Jahren bei einem Autounfall eine Nahtoderfahrung. Wie war da die Vorgeschichte? Zu dieser Zeit, ich hatte kurz davor meine Autoprüfung absolviert, 3 Wochen zuvor, und am Abend, bevor der Unfall geschah, habe ich mein erstes Auto gekauft. Ich war sehr stolz, ich war so voller Freude. Ich hatte auch lange gespart, um mir dieses Auto leisten zu können. Und bin dann am nächsten Morgen zu meinem Auto gegangen und wollte mich auf meinen Arbeitsweg machen. Und ich weiß es noch, dass mein damaliger Freund, der hat mich begleitet bis vor die Autotüre. Und er hat mich dann gefragt, soll ich mitkommen, möchtest du alleine fahren? Und ich habe dann gesagt, nein, ich kann ja selber Auto fahren. Und ich bin dann in mein Auto gestiegen und losgefahren, und der Unfall ereignete sich wenige 100 Meter von meinem Wohnort entfernt. Ich bin auf eine Gerade gefahren und ich weiß noch, dass ich mit meiner rechten Hand am Radio geschraubt habe. Ich habe versucht, den Radio einzustellen, und dann ist etwas vor mir über die Straße. Ich weiß nicht, ob es ein Tier war. Ich bin total erschrocken und habe dann am Steuerrad gerissen und bin durch das in einen Schleudervorgang geraten und durch das in einen Baum geprallt. Und ich war mit 80 Stundenkilometern unterwegs. Das hat einen sehr, sehr heftigen Aufprall gegeben, und ich weiß das auch noch, weil der Bauer, der nebenan gewohnt hat, der war beim Frühstück, und er hat mir dann erzählt, er hat den Knall bis in die Küche gehört. Durch diesen heftigen Aufprall in diesen Baum wurde ich wie aus meinem Körper heraus katapultiert. Es entstand wie ein ganz starker Sog nach oben. Ich wurde wirklich nach oben gezogen. Und es war sehr ein eindrücklicher Moment, als ich wie aus der Vogelperspektive auf mich und meinen Körper herunterblicken konnte. Und ich habe mich ganz genau in dem Auto gesehen, wie ich von oben über dem Steuerrad, mein Kopf war nach unten, lag auf dem Steuerrad, und ich habe meine langen Haare und meine Hände gesehen. Und es war für mich unfassbar, dass ich ohne meinen Körper, außerhalb meines Körpers immer noch da bin. Es wurde mir schlagartig bewusst, dass ich nicht dieser Körper bin, dass ich auch ohne den Körper da bin. Mit allem, was mich ausmacht, mit meinen Gefühlen, mit allen meinen Sinnen. Und gleichzeitig habe ich aber dann sehr plötzlich ein sehr weißes, helles Licht wahrgenommen. Und es hat mich dann zu diesem Licht gezogen. Es war so ein Sog, und als ich dann näher kam, habe ich dann gespürt, wahrgenommen, dass eine Lichtgestalt da war. Und diese Gestalt die war riesig. Also die war sicher doppelt so groß, wie vielleicht eine menschliche Gestalt ist. Und von ihr aus strömte eine unglaubliche Wärme, eine Liebe. Und ich spürte ein Gefühl von Verbundenheit, ein Gefühl von nach Hause kommen. Und dieses Wesen war mir auch auf eine seltsame Art und Weise sehr vertraut. Also es war so eine Wiedererkennung. Und diese Gestalt hat dann auch angefangen, mit mir zu sprechen. Und sie hat mir mitgeteilt, dass ich nicht hierbleiben kann, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist, zurückzukehren, und dass ich wieder zurückkehre auf die Erde, und ich hätte eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich weiß, dass ich eigentlich lieber da geblieben wäre, weil ich mich einfach sehr, sehr wohl und geborgen gefühlt habe. Aber ich wusste instinktiv, dass ich zurückkehren muss. Und dann kam so ein Gefühl, das mich wieder nach unten gezogen hat. Das war so einfach eine Sogwirkung. Und ich bin dann wie so in meinen Körper heruntergeglitten, wieder hinein in den Körper. Haben Sie an sich auch eine Art Geist-Körper wahrgenommen? Ja, das war ganz spannend, weil ich wie gespürt habe, dass ich wie einen anderen Körper noch habe. Und das war mir bis dahin nicht bewusst,
dass ich eigentlich auch als Geistwesen gleichzeitig zu meinem physischen Körper existiere. Das war eine unglaublich eindrückliche Erfahrung. Diese Lichtgestalt, können Sie diese beschreiben? Das ist sehr schwierig. Es war, wie gesagt, es war so ätherisch. Es war einfach ein Lichtwesen. Es hatte schon eine Gestalt, es war eher engelhaft, würde ich sagen, aber nicht jetzt eine konkrete Form, dass ich sagen könnte, das war jetzt diese und diese Person. Es hat sich für mich eher wie um eine Geistführergestalt gehandelt. Nur habe ich das damals natürlich noch nicht gewusst. Das weiß ich heute, aus der heutigen Perspektive. Haben Sie sich vor diesem Unfall je mit Nahtoderfahrungen auseinandergesetzt? Nein, das war für mich kein Thema. Das war wirklich so, ja, es ist in diesem Moment geschehen und da wurde mir einfach schlagartig klar, das war vielleicht für mich fast die stärkste Erfahrung im Ganzen, diese Lichtgestalt, aber auch so das Wissen, dass ich nicht der Körper bin, dass ich außerhalb meines Körpers existiere, dass mein Bewusstsein nicht an den Körper gebunden ist. Das war, glaube ich, für mich das Eindrücklichste. Wie weit weg haben Sie sich wahrgenommen, als Sie auf Ihren Körper blickten, in etwa? Schwierig, das in eine Zahl zu formulieren, aber es waren vielleicht mehrere Meter. Es war so vielleicht 5, 6 Meter oberhalb. Und trotzdem war aber der Körper gleichzeitig da. Es war so, wie das alles gleichzeitig geschehen ist. Es war eine andere Raumzeitwahrnehmung, wie die wir im Tagesbewusstsein haben. Wie kamen Sie wieder zurück in den Körper? Ich habe einfach gespürt, dass es mich wie runtergezogen hat. Also es war so wie ein Magnetismus, würde ich sagen, und ich wurde so wie in den Körper zurückgezogen. Und als ich dann zu mir kam, befand ich mich im Spital und ich war nackt. Das war ein großer Schock für mich, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was passiert ist, wo ich jetzt bin, weil ich überhaupt nichts mitbekommen habe von der Bergung. Ich wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Die mussten mich rausschneiden aus dem Auto. Und das war auch so ein Moment von völliger Blöße, schutzlos, als ich gemerkt habe, ich liege nackt auf einem Bett und habe dann gemerkt, ich bin in einem Röntgenzimmer. Und ich weiß auch noch, dass ich dann wirklich an meinem Körper mit den Händen meinen Körper abgetastet habe. Und da war dann ein Mann an meiner Seite und ich habe dann gefragt, wo bin ich, was ist los, wieso bin ich nackt? Das hat mich sehr beunruhigt. Und er hat mir dann erklärt, ich müsse geröntgt werden. Ich hätte einen schweren Unfall gehabt und sie können nicht abschätzen, wie schwer meine Verletzungen sind. Und deshalb haben sie mich ausgezogen und auf den Röntgentisch gelegt. Ich weiß auch noch, dass ich ihn gebeten habe, mir einen Bleischutz anzulegen, weil ich ja weiß, dass Röntgenstrahlen auch schädlich sind. Und er hat gesagt, da Sie davon ausgehen, dass ich Rückenverletzungen habe, müssen Sie meinen unteren Rücken röntgen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder gesund geworden sind? Das war ein sehr, sehr langer, auch ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für mich, weil ich durch diesen Unfall auch meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Ich war dann schlagartig, sage ich jetzt einmal, von einem Tag auf den anderen, war ich ein IV-Fall. Also das ist, man kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Ich hatte auch viele körperliche Schmerzen. Es war eine große Beeinträchtigung. Ich war von einer Sekunde auf die andere, wurde ich aus meinem Leben gerissen. Ich konnte meine Arbeit nicht mehr tun. Ich hatte viele Schmerzen, ich musste viele Therapien über mich ergehen lassen und ich habe da auch nicht mit anderen Menschen über meine Erfahrung gesprochen, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte zu der Zeit und auch, ja, weil ich auch wie nicht wusste, was mir geschehen ist. Aber es gab durch das einen inneren Antrieb. Ich wollte verstehen, was ist mir passiert, warum ist mir das passiert und was habe ich für eine Aufgabe, weil mir war einfach klar, es gibt einen Grund, warum ich da bin und es gibt auch einen Grund, warum ich diesen Unfall hatte. Und so ein innerer Antrieb
hat mich dann vorwärts getrieben, auch durch diese ganz schwierigen Erfahrungen hindurchzugehen. Und ich habe dann angefangen zu lesen. Ich habe sehr viele Bücher gelesen. Das erste Buch, das ich gelesen habe, war Leben nach dem Tod von Raymond Moody. Und ich habe dann so autodidaktisch ganz viele spirituelle Bücher gelesen und habe auch gemerkt, dass es noch mehr Menschen gibt, die so eine Erfahrung gemacht haben, habe aber viele Jahre gebraucht, um mit dem auch nach außen zu treten. Nicht mal mein engstes Umfeld hat von dieser Erfahrung gewusst. Ich habe das wirklich für mich behalten. Was für weitere Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihr Leben? Es hat mein Weltbild komplett verändert, weil ich bis dahin, ich war katholisch erzogen, geprägt. Für mich gab es ein Leben nach dem Tod nicht. Und mich hat das einfach dann so fasziniert und ich wollte lernen, wie kann ich bei vollem Bewusstsein mit dieser Ebene in Kontakt treten. Ich wollte auch herausfinden, wer war die Lichtgestalt, die mich da abgeholt hat. Und diese Fragen haben mich innerlich angetrieben und auch lange Zeit, auch heute noch, begleiten mich diese Fragen. Ich habe angefangen, mich für diese Ebenen zu öffnen und habe auch mediale Ausbildungen absolviert in England und in der Schweiz und habe dann mehr und mehr gelernt, auch aus meinem Tagesbewusstsein heraus, mich mit diesen Ebenen zu verbinden. Die geistige Welt ist für mich so real wie sich waschen, die alltäglichen Dinge. Es ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden, auch meiner Arbeit, meiner Tätigkeit. Wenn ich so zurückblicke, kann ich sagen, nicht der Unfall war an und für sich eine gute Erfahrung, aber was daraus resultiert ist, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, den Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich glaube, sonst wäre ich so in jungen Jahren nicht einen solchen Weg gegangen. Und einfach dieser Antrieb nach Antworten, das zu verstehen, das bestimmt bis heute mein Leben. Und es war rückwirkend eine sehr, sehr schöne Erfahrung, eine hochspirituelle Erfahrung. Und für das bin ich dankbar, dass ich das in jungen Jahren machen durfte. Frau Schepper, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.